Was Reinsteigern überhaupt ist. Ich selber bin einst einer von euch gewesen. Du erkennst deine Gedanken. Mensch, Juan, jetzt steiger dich doch nicht so rein, das ist doch alles nicht so schlimm. Du bist so ein typischer Reinsteigerer, ne? Du machst aus einer Mücke immer einen Elefanten. Ich kann das alles gar nicht nachvollziehen. Also du machst das alles viel, viel schlimmer, als es tatsächlich ist. Also diese Laiensprüche, die hören wir ständig, wenn es uns nicht gut geht. Und dann gehen wir immer her und sagen, aber ich habe eine Angststörung, ich habe eine Depression oder ich habe gar Zwangsgedanken. Mensch, nimmst du das alles gar nicht ernst? Nun, was ist denn eigentlich Reinsteigern und ist Reinsteigern eigentlich harmlos? Das schauen wir uns heute mal genauer an. Viel Spaß! Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mir ist es damals immer so gegangen, wenn meine Verwandten und Freunde zu mir gesagt haben, steiger dich nicht so rein, naja, dass ich mich eigentlich gar nicht ernst genommen gefühlt habe. Und im Endeffekt hat es die ganze Sache noch viel, viel schlimmer gemacht. Also für Betroffene, die unter einer Angststörung leiden, Zwangsgedanken oder Depressionen haben, kann dieser Spruch tatsächlich, naja, sehr negativ sein. Hallo, du wunderschöne Seele, ich bin der Juan. Und ich helfe dir, seelische Gesundheit auf Dauer zu erreichen, um dich wohlzufühlen, ohne Vereinsamung und Hoffnungslosigkeit. Heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen, Reinsteigern. Ja, ich habe das ständig immer gehört in meiner schlimmsten Zeit, als mir ständig gesagt wurde, du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Steiger dich doch nicht so rein. Ja, weißt du was? Wenn das so ist, du hast recht. Du hast sogar wirklich recht. Meine Depression, meine Angststörung, meine Zwangsgedanken, das ist ja alles nur Reinsteigern. Du hast recht. Ich steigere mich einfach nicht mehr rein. Ich brauche auch keinen Psychotherapeuten mehr. Ich brauche keinen Psychiater. Ich brauche keinen Coach. Und wozu brauche ich auch Juan, der Spanier, seinen Kanal? Ich steigere mich ja bloß rein. So kommt es an. Findest du nicht? Also bei mir ist es so angekommen. Und die allermeisten Menschen, die meinen es ja vielleicht auch gut. Sie meinen es tatsächlich gut, weil sie wollen dir irgendwie helfen, aber ihre Hilflosigkeit wissen sie es ja selber nicht. Und ich möchte dir einmal sagen, warum die das nicht wissen. Weil sie selber nicht wissen, was Gedanken sind. Sie wissen selber nicht, wie man mit Gedanken richtig umgeht und haben keine Ahnung davon. Nun, wenn sie das aber nicht wissen, warum geht es dann ihnen gut und dir schlecht? Ja, das hat einen folgenden Grund. Das ist ganz einfach. Jeder Mensch durchläuft durch sein Leben verschiedene Situationen. Der eine hat vielleicht, wenn man möchte, etwas mehr Glück gehabt und hat eine, bessere Laufbahn gehabt, schönere Erlebnisse gehabt und dadurch bessere Glaubenssätze, also was heißt bessere Glaubenssätze entwickelt für sich, die zu ihm besser passen und dadurch besser durchs Leben kommt. Du und ich hatten vielleicht weniger Glück. Wir hatten vielleicht Pech, haben negative Erlebnisse gesammelt und haben daraus resultiert negative Glaubenssätze gesammelt und in uns, zusammengehörig empfunden und dann heute und morgen, gestern und für das ganze Leben lang so gehandelt. Und jeder hat so seine eigene Erfahrung damit. Und wir haben eben negative Erfahrungen gemacht. Jetzt wird der eine oder andere sagen, der wo zu dir auf die Schulter klopft und sagt, ich habe auch negative Erfahrungen gemacht. Deswegen steigere ich mich auch nicht so rein. Jeder geht mit Erfahrungen anders um. Und jedem sein eigenes Leid ist sein schlimmstes Leid. Und deswegen ist sowas zu vergleichen Bullshit, wenn man auf gut Deutsch sagen kann. Weil anders kann man es nicht sagen. Man kann es einfach nicht anders sagen, dass der eine hergeht und sagt, ich habe das auch durchgemacht. Das sind Laiensprüche und ich würde dich darum bitten, dass du auf solche Sprüche nicht eingehst, nicht darauf hörst. Aber jetzt mal ganz kurz, um zu verstehen, was Reinsteigern überhaupt ist. Reinsteigern ist im Endeffekt, wenn man es psychologisch sieht, folgendes Problem. Wir kriegen einen Gedanken. Wir kriegen eine Intrusion, sagen wir auch. Das ist folgender Gedanke. Dies oder jenes ist mein Problem. Ich könnte krank werden. Das können alle möglichen Themen sein. Ich könnte diese Krankheit erlangen. Ich könnte vom Fenster springen, wenn wir Zwangsgedanken haben bei Depressionen. Ich bin nichts wert oder sonst irgendwas. Der Gedanke steht immer am Anfang. Es kommt eine Intrusion nach oben. Was machen jetzt wir?
Wir fangen an, dieser Intrusion zu folgen. Wir zerlegen sie. Wir hinterfragen sie. Warum denke ich das? Sonst irgendwie was. Wir merken, dass unsere Gefühle sich verändern, weil wir mit dem Verstand identifiziert sind. Und dann gehen wir in diese Spirale hinein. Wir merken, dass sich Symptome anbahnen. Wir sind nicht mehr ganz präsent. Wir hören nicht mehr richtig zu. Stattdessen gehen wir in die Innenwelt hinein. Analysieren alles noch mehr. Dadurch entstehen neue Gedanken und es entwickelt sich eine Spirale. Und dann haben wir den Fakt des Reinsteigerns. Aber ist jetzt Reinsteigern harmlos? Ist es nur so, naja, das ist doch nicht schlimm, steiger dich nicht so rein? Nein, es ist nicht harmlos. Es ist schlimm. Es ist grauenvoll. Es fühlt sich entsetzlich an, diese ganzen Symptome zu haben. Im Magen gluckert's, vielleicht reagiert der Darm. Wie gesagt, wir haben Konzentrationsprobleme. Hier kriegen wir Symptome. Wir kriegen vielleicht Angst, Schwitzen, Zittern. Dann kommen neue Gedanken. Ein Kreislauf entwickelt sich. Man kann eine Panikattacke bekommen. Ängste, Angststörungen, Depressionen. Und das Ganze einfach abhaben, steiger dich nicht so rein. Steiger dich nicht so in Gedanken hinein. Das ist harmlos. Dass man dann anfängt, sich zurückzuziehen. Dass man dann anfängt, sie am Leben nicht mehr teilzunehmen. Dass man sich mit Freunden nicht mehr trifft. Dass man vielleicht seine Arbeitsstelle verliert. Allgemeinen seinen Hobbys nicht mehr nachkommt. Und ständig das Gefühl hat, ich muss dagegen ankämpfen und ankämpfen und ankämpfen. Das soll einfach so mal sein. Steiger dich nicht rein. Ja, verdammt nochmal, es macht mich wütend. Und das geht gerade an die Laienleute daraus, die vielleicht an ihrem Umfeld Menschen haben, die psychisch krank sind, die psychische Probleme haben und dann von ihren Allerliebsten hören müssen, steiger dich nicht so rein. Das bewirkt bei demjenigen, dass er sich von dir nicht mehr ernst genommen fühlt, obwohl er zu dir kommt in seiner Hilflosigkeit, in seiner Angst. Er weiß nicht mehr, was er tun soll. Und dann kriegt er so einen Spruch serviert. Wenn du dieses Video siehst und du vielleicht Menschen hast in deiner Familie, Freunde etc., Arbeitskollegen, die so mit dir reden, von mir aus zeige ihnen dieses Video. Denn ich selber bin einst einer von euch gewesen. Ich selber war da drinnen. Und ich habe solche Sprüche auch von meinen Liebsten gehört. Steiger dich nicht rein. Und in dem Moment ist in mir die Bombe geplatzt, wenn man so möchte. Denn es wurde alles nur noch schlimmer. Ich habe mich nicht mehr ernst genommen. Ich habe mir gedacht, an wen soll ich mich denn überhaupt noch wenden? Und du merkst schon, wenn man so möchte, steigere ich mich gerade hinein. Weil ich bin da mit Emotionen dabei und das verärgert mich. Das macht mich traurig. Das entsetzt mich. Ich finde es schlimm. Auch wenn sie es gut meinen. Ich finde es schlimm. Sehr schlimm. Jetzt ist es ein Problem. Wie kommen wir denn aus den Reinsteigern eigentlich wieder raus? Welchen Mehrwert kannst du aus diesem Video ziehen und sagen, wenn es nur Reinsteigern ist oder eine Krankheit ist oder sonst irgendwie was? Der Begriff ist als allererstes erstmal scheißegal. Denn ob ich mich jetzt reinsteigere oder ob ich eine diagnostizierte Angststörung habe, das ändert nichts an der Tatsache, dass ich leide, Schmerzen habe, psychisch und körperlich. Deswegen ist der Begriff an allererster Stelle subjektiv erstmal egal. Nur von den Laien kommt es so rüber, dass wir abgetan werden, dass es nicht schlimm ist. Und bevor wir anfangen, lernen zu dürfen, wie wir aus Reinsteigern wieder rauskommen, dürfen wir als allererstes einmal verstehen,
was unser eigener Verstand eigentlich macht, wenn er sich hier reinsteigert. Das dürfen wir an dieser Stelle verstehen. Die allermeisten Menschen laufen durch das Leben völlig unbewusst. Sie haben Scheunenklappen. Verstehst du? Hörst du mir zu? Sie haben Scheunenklappen. Sie laufen hindurch völlig unbewusst. Sie meinen zu glauben, alles, was ich tue, wie ich es unbewusst tue, dass es so, wie es ist, richtig ist. Aber das ist es nicht. Sie sind nicht bewusst. Sie reflektieren nichts. Sie laufen einfach blind durchs Leben und verstehen nicht, was der Verstand eigentlich ist. Was der Verstand eigentlich macht. Sie wissen es nicht. Und das möchte ich dir ganz kurz erklären. Irgendwann mal, vor ganz, ganz vielen Jahren, bist du auf die Welt gekommen, genauso wie ich auch. Und als du auf die Welt gekommen bist, hattest du, ja, wenn man so möchte, nichts als dein Bewusstsein. Du hattest nur dein Bewusstsein. Dein Verstand war noch gar nicht aktiv. Dein Verstand hat irgendwann mal früher oder später gelernt, dass du von deiner Mutter, von deinem Vater oder von deinem Umfeld mit deinen Namen angesprochen worden bist. Das hast du gelernt. In meinem Fall war es Juan. Irgendwann mal habe ich angefangen als kleines Kind. Mama, Juan hat Hunger, Juan hat Hunger. Ich habe gewusst, dass ich Juan bin. Also habe ich irgendwann mal angefangen, mich mit dem Namen Juan zu identifizieren. Was ist in diesem Moment in mir geschehen? Was ist in diesem Moment mit dir geschehen? In diesem Moment ist etwas entstanden. Und das ist bei uns allen entstanden. Unser Ego. Wenn wir hören Ego, ist es oft sehr negativ behaftet. Ist es aber nicht. Es ist nur negativ behaftet, wenn man negativ damit umgeht. Aber ein Ego ist per se nicht negativ. Aber das Ego ist in uns entstanden. Also haben wir angefangen zu sagen, Juan hat Hunger. Wenn ich gewusst habe, ich habe Hunger, dann habe ich auch Essen bekommen. Ganz klar. Als nächstes habe ich gesagt, Juan hat Durst. Wir haben gemerkt, wenn Juan sagt, er hat Durst, dann bekommt er eben zu trinken. Und so hat sich nach der Zeit, wenn man so möchte, eine Pyramide aufgebaut. Juan hat gemerkt, sein Lieblingsspielzeug ist Playmobil. Also wenn ich Playmobil will, dann ist es für mich Playmobil. Ich spiele mit Playmobil. Und so ging es dann immer weiter. Irgendwann mal wurde ich älter, dann hat mir dann die Playstation gefallen. Ich wusste dann, dass dies und das meine Hobbys sind. Juan hat diese Hobbys. Das alles habe ich eingesammelt in mein Unterbewusstsein als mein Ego. Nach der Zeit wurde ich immer größer und erwachsener und habe mir politische Einstellungen, angesammelt und habe mir daraus meine Meinung gebildet. Und ich habe immer gewusst, ja, links ist so, rechts ist so und die Mitte ist so und ich tendiere mehr zu dem und habe mich dann angefangen zu identifizieren und ich bin dies oder ich bin jenes. Später kamen religiöse Ansichten hinzu. Ja, ich bin in einer muslimischen Familie groß geworden, da habe ich diese und diese Ansichten. In einer christlichen Familie bin ich da groß geworden, habe diese Ansichten. Und so weiter und so fort. Mein Lieblingsessen ist Hähnchen mit Pommes, Schnitzel und so weiter und so fort. Wir haben angefangen, das alles in uns zu konsumieren und aufzusaugen und haben uns unsere Meinung gebildet. Und dann wurden wir älter und älter und älter und haben dann irgendwann mal angefangen, ich bin Juan und ich liebe Hähnchen mit Pommes, ich bin konservativ eingestellt, ich bin christlich und Playmobil ist mein Lieblingsspielzeug gewesen. Und vielleicht sogar noch heute. Also du merkst schon, worauf ich hinaus möchte. Wir haben angefangen, eine Identität in uns zu schaffen. Wir sind heute der wir eben sind. In meinem Fall ist der Juan, die diese Hobbys hat, diese Einstellung. Und das bin ich. In Wahrheit bist du das nicht. Provokative Aussage. Aber nein, du bist das nicht. In Wahrheit ist es dein Ego, mit dem du dich identifizierst. Und dein Ego ist immer dann im Gange und immer dann präsent, wenn du gewisse Gedanken wahrnimmst. Das empfinde ich nicht so, das sehe ich anders. Und das Ego hat eine Funktion. Das Ego will das Beste aus dir immer rausholen und will dich von außen oder von innen immer schützen.
Das hast du vielleicht schon gemerkt. Wenn jemand eine andere Meinung hat wie du oder dich kritisiert, ist das Ego am Spiel. Das lässt mir nicht gefallen. Kurzes Beispiel. Vielleicht bist du irgendwo in einer Firma, in einer Arbeit oder sonst irgendwie was und jemand kommt zu dir und sagt zu dir, könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du für mich bitte diese Illustration und diese Bilder und alles für mich hier, für den Chef, mir helfen, dabei vorzubereiten, das zu machen, weil du kannst das so toll. Als erstes fühlen wir uns geschmeichelt, als zweites kommt gleich, wenn ich denen helfe, das ist doch mein Konkurrent. Naja, ja, natürlich helfe ich dir. Ich helfe dir. Na gerne, danke fürs Kompliment. Innerlich Gedanken, ja, ich helfe dir schon, aber natürlich gebe ich keine 100%. So werden die meisten sagen, ja, so bin ich nicht. Aber geh mal in dich hinein. Bekommst du nicht solche Gedanken und solche Gedanken auch? Ego ist am Spiel. Ja oder nein? Sag mir ja oder nein. Sag's mir ganz ehrlich, ja oder nein? Keine Schande. Solche Gedanken bekommst du. Und das sind Gedanken, mit denen du dich im Laufe der Zeit identifiziert hast. Das ist der Juan. Willst du essen? Willst du trinken? Ja, mein Lieblingsgetränk ist Cola. Der andere kommt und sagt, ja, mein Lieblingsgetränk ist aber Zitronensaft. Er hat schon wieder eine andere Meinung. Den ganzen Tag ist dein Ego am Spiel. Und das sind Gedanken. Das sind die Gedanken. Und das bist du nicht. Das ist in dir drin. Du hast es dir so angelernt, aber das bist du nicht. Ja, wer bin ich denn dann? Spannende Frage. Wer bist du dann? Wer ist denn derjenige, wenn er mal still da ist und da sitzt und sich hineinhorcht, der seine eigenen Gedanken wahrnimmt? Wer ist das? Bist das du? Bin das ich? Kann ich deine Gedanken sehen? Kannst du deine Gedanken sehen? Kann ein Gedanke sich selbst erkennen? Oder bist du es, der seine Gedanken erkennt, der sie mir dann sagt? Wer ist das? Sagst du mir, schreib es mir in die Kommentarbox hinein. Ich würde mich darüber freuen. Aber ich sag's dir. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das täglich in meinen Coachings und wir sprechen auch öfters über so ein Thema. Aber in Wahrheit ist es wie folgt. Wenn du deine Gedanken erkennst, wer bist du dann? Du bist derselbe oder dieselbe wie vor so und so vielen Jahren, als man dich angesprochen hat. Hast du Hunger und es erkannt hat? Das erkannt hat, dass du, wenn du sagst, Juan hat Hunger, derjenige ist, der ist. Und der ist wer? Du bist Bewusstsein. Du erkennst deine Gedanken. Und jetzt kommen wir zu der wenn man sagen möchte, zu der Quintessenz und zu dem Höhepunkt dieses Videos. Wie höre ich auf, mich reinzusteigern? Eigentlich ist es so einfach, dass man es sich gar nicht vorstellen kann, wie einfach es ist. Aber wir sind so mit unserem Ego identifiziert, dass wir unser Ego sind, dass wir uns davon nicht lösen können. Und das ist das ganze Problem. Wenn du Gedanken beobachtest, in dem Moment, wo du sie beobachtest, in dem Moment, wo du merkst, dass der Gedanke kommt, ja, ich würde dir schon gerne helfen, aber dann bist du ein Konkurrent und das möchte ich nicht. In dem Moment kannst du diese Gedanken beobachten und belächeln. Ja oder nein? Kannst du sie belächeln oder nicht? Kannst du einen Abstand nehmen und sagen, in dem Moment, das ist mein Ego, das ist entstanden im Laufe der Zeit, kannst du das belächeln? Hast du in dem Moment einen Abstand dazu? Geht das oder nicht? Probier's doch mal aus. Probier's mal aus, ganz ehrlich. Du merkst irgendwann mal im Laufe der Zeit, im Laufe des Tages, dass dein Ego gerade wieder voll am Werk ist und zu dir sagt, ja, ich würde dir schon gerne helfen, ich mache eine gute Miene, aber eigentlich will ich ja nicht. Beobachte dich mal. Es gibt tausende verschiedene Situationen. Kannst du in dem Moment nicht sagen, oh, da hat sich gerade mein Ego bei mir gemeldet? Habe ich jetzt einen Abstand dazu? Muss ich Gedanken folgen? Oder kann ich nicht sagen, ich bin Bewusstsein? Spüre mit meinem Fokus die Bewusstsein im Hier und Jetzt? Dazu mal ein ganz kurzer Test. Ganz kurz nur, ganz kurz. Nicht lange. Wenn du deine Hände einmal ausstreckst, hier vorne ausstreckst, und deine Aufmerksamkeit, deinen Verstand ausschaltest, indem du deine Aufmerksamkeit auf deine Hände lenkst. Spürst du sie? Ich spüre sie. Ich habe den Fokus drauf. Und in dem Moment, wo ich den Fokus auf meine Hände mache, auf meine Füße,
Oberschenkel, Hals, Nacken, Schultern. Ab dem Moment nehme ich meine Gedanken gar nicht wahr. Das Ego ist ausgeschaltet. Ich habe einen Abstand. Ich kann das zu Hause üben. Ich kann solche Übungen in Form von Achtsamkeit oder Meditation machen. Als Beispiel. Ich kann anfangen, bewusster im Leben zu werden. Und merke immer mehr und mehr, wie mein Ego in mir arbeitet und arbeitet und arbeitet. Aber ich bin derjenige, der das sieht. Ich bin derjenige, ja, der dieses Reinsteigern belächelt und es als das sieht, was es ist. Es ist mein Ego, das antrainiert worden ist, um mit mir und mit meinem Bewusstsein nichts zu tun hat.